Da gibt es eine Geschichte, die ist von Rumi. Also zu Zeiten Rumi, schon von Rumi vor 800 Jahren, da war schon das Thema natürlich auch, ja, zwischen Christen und Muslimen, Juden und Muslimen, Juden und Christen und so war natürlich immer irgendwie aktuell. Und Rumi, hat die Geschichte erzählt von 3 Wanderern, 3 Derwischen, die aus diesen verschiedenen Religionen waren. Eine war Jude, der andere war Christ und der andere war Muslim. Die 3, die waren aber einig auf der Suche nach der Wahrheit. Einig auf der Suche nach Allah, zu Gott und einig in dem, was sie taten, dass sie Gutes tun. Ja, also gläubig und ihren Glauben verstärken. Die sind gereist, jahrelang zusammen. Ja, diese 3. Es war immer einvernehmlich. Und eines Abends, da kehrten sie ein in eine Karawanserei und um da auszuruhen, die Nacht zu verbringen und hatten ihr Abendmahl, ihr Dinner, ihr Abendessen. Das bestand aus Halwa, die hatten Halwa mit als Proviant und sie packten das Halwa aus und aßen Halwa abends. Und während sie so aßen, sagt der Christ und der Jude, die waren dann satt. Die waren satt und haben gesagt, wir sind satt. Oh Muslimbruder, ja, wir hören jetzt hier auf. Weil die mussten ja zusammen anfangen und zusammen aufhören. Das gehörte ja allen, das Stück Halwa. Ja, also haben sie zusammen angefangen und wollten auch zusammen natürlich aufhören, ja, damit das immer gerecht alles verteilt wird. Und dann hat der Muslim gesagt, komm, lass uns dieses Stück hier noch aufessen und so. Ich habe heute gefastet und so und habe noch Hunger und so. Und die haben gesagt, nee, komm, wir wollen gerecht sein. Wir waren die ganze Reise jetzt jahrelang immer gerecht gewesen, alles. Ja. Und der Muslim sagt, ja, ihr habt recht. Beenden wir hier unsere Mahlzeit und gehen schlafen. Okay, dann sagt der jüdische Bruder, sagt dann, mir fällt da was ein. Ich habe da eine Idee. Ich habe immer Ideen, ne? Und dann sagt er, was ist deine Idee? Meine Idee ist folgendes, dieses Stück Halwa, was jetzt noch übrig ist, das reicht gar nicht mehr für 3. Wenn wir morgen zum Frühstück dieses Halwa haben, dann ist das nicht genug für alle 3. Das reicht vielleicht mal für einen, so wie es aussieht. Deswegen würde ich vorschlagen, wir machen einen Wettbewerb und wer den Wettbewerb gewinnt, der kriegt das Stück Halwa. Dann habe ich gesagt, der Christ und der Muslim haben gesagt, okay, was soll das denn sein für ein Wettbewerb? Ja, ist ganz einfach, du brauchst gar nichts machen, nur schlafen gehen. Wer den besten Traum hat heute Nacht, der kriegt das Stück Halwa. Okay, einverstanden. Die gehen schlafen, am nächsten Morgen das Gebet, Morgengebet, der Muslim Allahu Akbar, und der Jude, der macht seine Gebete und der Christ, ja, Vater unser, der du bist im Himmel, und alles, die machen jeder seine Andacht. Und als sie fertig sind damit, sagt der Jude, meine Brüder, hört mal, was ich heute Nacht geträumt habe. Ich habe einen starken Traum heute Nacht gehabt. Da kam Moses zu mir im Traum, unser Prophet Moses, zu mir, ja, kam im Traum und hat meine Hand genommen und die geschüttelt und mich geweckt, sozusagen, und hat gesagt, komm mit mir, wir fliegen zum, Berg Sinai, zum Sinai. Begleite mich und so. Dann bin ich mit in Lichtgeschwindigkeit mit Moses auf den Berg Sinai und dort war ich Zeuge, wie er mit Gott sprach.
mich mitgenommen. Ja, auf dieses, er sprach immer mit Gott, Moses, alayhi salam. Ja, hat mich mitgenommen. Was für ein Traum. Ich würde sagen, ich nehme mal das Stück Haiwa jetzt und esse mal das Stück Haiwa auf. Da sagt der Christ, Moment mal, ich habe auch was geträumt. Ja, ist noch nicht so klar. Ich habe auch geträumt, ich habe auch kaum geschlafen, da kommt Jesus, a.s., Isa, zu mir im Traum und schüttelt meine Hand und sagt, komm mit mir nach Quds, nach Jerusalem. Und ich flog mit ihm in Lichtgeschwindigkeit nach Jerusalem und auf den Tempelberg und vom Tempelberg Himmelsreise mit Isa a.s. Himmelsreise, MashaAllah. Ja, alle Propheten gesehen, alles, ja, Himmelsreise. Ich glaube, das ist, MashaAllah, ich glaube, ich sollte das Stück Haiwa bekommen. Da sagt der Muslim, ihr habt gewonnen. Ja, eure Träume sind, MashaAllah, gratuliere, Mabruk. Eure Träume sind, MashaAllah. Ihr habt das gewonnen, ja, ihr habt das Haiwa. Oder einer von euch. Aber ich muss euch noch was sagen, bevor wir voranschreiten. Und zwar, mein Traum, ich hatte auch einen Traum, aber der ist natürlich nicht wie euer Traum. Ja, ihr seid schon, habt die besten Träume. Ich hatte auch einen Traum, ich habe ziemlich lange geschlafen, längere Zeit, da kommt der Prophet Mohammed zu mir im Traum, sallallahu alaihi wasallam, und schüttelt meine Hand und sagt, ey du, fauler Diener, du schläfst hier. Warum schläfst du hier? Ja, dein christlicher Bruder, der ist schon mit meinem Cousin Jesus, ja, in Quds und macht da Himmelsreise rauf und runter. Ja, und dein jüdischer Bruder ist mit meinem Kollegen Moses, ja, in Sinai und hört da, wie er mit Gott spricht. Und du schläfst hier. Was ist los mit dir? Steh wenigstens auf und geh in die Küche, isst das Haiwa und leg dich wieder schlafen. Ja, das ist sehr lustig und es hat sehr tiefe Wahrheit. Ja, das sagt sehr viel aus über die 3 Religionen, kann man sagen. Wie sagen die Pakistanis? Wie? Wie sagen die Pakistanis? Was? Wie sagen die Pakistanis? Wie sagen die? Islam ist Pakistani. Practical religion, say. Ja, genau. Very practical religion. Very practical. Genau. Ja, ist aktuell. Aktuell, MashaAllah. Wenn Moses leben würde, würde er ein Muslim sein. Er wollte sogar Muslim sein. Allah hat Dua gemacht zu Allah. Hat gesagt, ich möchte, nimm meine Prophetenschaft und lass mich Muslim sein, einer von denen in der Ummat al-Muhammadi, einer von denen in der Ummat al-Muhammadi, nie ohne Wichtigkeit, einfach nur so. Propheten. Englisch braucht man nicht, ne? Weil, wie? Brauchen wir nicht, ne? Nee. Untertitel noch. Gut. Möge Allah uns Einsicht geben, inshallah. Und Baraka. Jeden Tag mehr, inshallah. Es ist aktuell, Ramadan, ein aktueller Monat. Nicht ein geschichtlicher Monat, so wie Weihnachten oder so, ja, wo man mal ein Datum erfunden hat und dann irgendwas. Nee, das ist Ramadan. Allah steht direkt hinter Ramadan. Jetzt, 1446. Es ist aktuell. Ist nicht Vorstellung oder Imagination oder. Ja, es ist aktuell. Allah yahdi man yasha, inshallah. Allah schützt uns und führt alle Menschen, inshallah, zu seinem Licht. Wa min Allah tawfiq, al-Fatiha.